Tagebuch Ostfront, Heeresgruppe Süd, Dezember 1942. Wir werden mit den Panzern der anderen Kompanien vorgeschickt, da der Russe nun doch in diesem Teil des Terex seine Winteroffensive begonnen hat. Unter Hauptmann Volkens geht es in die Richtung des Nordflügels unserer Division und wir sollen dort unterstützen und verstärken. Es kam nicht genug Treibstoff an, um alle Fahrzeuge komplett zu versorgen, und wir planen eine Marschpause mit Nachversorgung auf dem Weg ein. Wir fahren los und ich bin froh, wieder im Panzer zu sitzen. Leider ohne Hermann, aber Fahrer und Ladeschütze sind auch schon länger im Zug und da mache ich mir keine Sorgen. Wortkarg sitzt der Richtschütze auf seinem Platz und scheint viel nachzudenken. Sicher hängt ihm der letzte Einsatz noch nach, an dem er den Panzer verlor. Aber da muss man einfach weitermachen. Aber wie ging es mir denn, nachdem unser Panzer abgeschossen war und ich mit knapper Not herausgekommen bin? Das hielt auch lange nach und das beste Mittel ist immer wieder ran an den Feind. Kommt man eben nicht zum Nachdenken. Ich glaube, dass er das bald überwunden hat. Wichtig ist jetzt, dass er sich auf seine Aufgabe konzentriert und nicht zögert. Schmidt hingegen freut sich, endlich mal wieder aus der Schreibstube herauszukommen und nach vorne fahren zu dürfen. Eifrig ist er im Panzer an der Funkanlage zugange und sicherlich ist er auch aufgeregt. Ich höre mich schon an wie ein alter Hase, der die Jungspunde begutachtet. Aber wann ist man ein alter Hase? Nach einem Einsatz? Nach 10 Einsätzen? Oder gar nach 100 Einsätzen? Wichtig ist, was man daraus macht. Weiter geht es und wir rollen vor. Ein zusammengewürfelter Haufen, aber ich denke, dass wir doch eine gewisse Schlagkraft haben. Jeder weiß eben, was er zu tun hat, und wenn nicht gerade ein Minenfeld vor uns liegt, können wir mit gutem Angriffsschwung dem Feind eine verpassen. Wir rollen immer weiter, aber müssen bald halten, da wir kaum noch Kraftstoff haben. Es wird aber versichert, dass die Tankfahrzeuge schon auf dem Weg sind und bald bei uns sein werden. So stehen wir dann 3 Stunden untätig herum und warten. Wenigstens ist die Sonne am Himmel und der Wind weht nicht. Wir haben eine Sicherung nach Osten aufgebaut und warten ab. Endlich kommen die Fahrzeuge und wir können die Panzer betanken. Nachdem wir wieder angerollt sind, wird ein russischer Großverband gemeldet, der in 3 Marschgruppen vorangeht. Eine ganze Infanteriebrigade zieht auf uns zu. Da haben die Russen nicht aufgepasst. Kurze Lagebesprechung und 20 Minuten später greifen wir in voller Fahrt die Flanke des Verbandes an. Der Iwan ist komplett überrumpelt und kann seine mitgeführten Geschütze nicht schnell genug in Feuerstellung bringen. Selbst die T-34 Unterstützungspanzer können sich aufgrund der umherlaufenden Infanterie nicht vollends gegen uns wenden. Wir zersprengen die Gruppen und richten gewaltigen Schaden an. Keine eigenen Verluste an Fahrzeugen, aber viel Material wird erbeutet. 10 Packgeschütze, einige Panzer sowie große 12 cm Artilleriegeschütze und dazu noch 800 Gefangene. So kann das weitergehen. Wenn wir die hier nicht aufgehalten hätten, wären die sicherlich bis zu unserem Gefechtsstand marschiert. Aber wir müssen weiter, denn der Russe ist hier sehr aktiv. Die beherrschenden Höhen am Nordflügel sind schon in russischer Hand und wir können nur hoffen, dass er dort keine schwere Panzerabwehr aufbaut, bevor wir nicht die Aufklärungskompanie dort unterstützt haben. Und tatsächlich ist ein Großteil der Aufklärungskompanie schon eingeschlossen und haben keine Verbindung mehr zum Gefechtsstand. Also wieder eine Umklammerung aufbrechen. Wir bilden 2 Keile und stoßen von 2 Seiten auf den Einschließungsring zu. Gleichzeitig sollen uns die Räderteile der Aufklärer entgegenkommen. Aufgrund des vorigen Gefechts und den Einheiten, die wir zur Bewachung der Gefangenen zurücklassen mussten, haben wir nur noch 3/4 unserer Kampfkraft. Schon bekommen wir schlecht liegendes Artilleriefeuer auf unsere Angriffsspitze und fächern weiter auf. Das Artilleriefeuer ist stark, aber es liegt nicht gut. Wir kommen durch und stoßen dann schon auf die ersten Sicherungen. Schneidigen Angriff werden die improvisierten Stellungen angegangen. Der Russe hat hier Panzerbüchsen massiert, aber frontal und schlecht geschossen kommen die nicht durch. Einfach schnell ranfahren, dann kriegen die irgendwann Angst und versuchen zu türmen. Es dauert auch nicht lange und wir haben den Ring geöffnet. Weiter geht es. Aufgrund der Flankenbedrohung bleiben wir an der Öffnungsstelle mit 2 Panzern und einer Gruppe Infanterie zurück. Wir stehen 500 Meter auseinander und halten jeweils die Nord-Süd-Richtung unter Beobachtung.
damit der Russe uns hier nicht den Sack zumacht. Angespannt sitzen wir im Panzer. Trotz der Kälte sind wir alle am Schwitzen. Ich stupse Schmidt an und er klettert hoch zu mir. Ich frage ihn, wie er es findet, mal ganz vorne dabei zu sein. Er meint, er wäre guter Dinge und das wäre mal was anderes, als immer Papier zu sortieren. Naja, ich sage noch, so richtig viel war ja noch nicht los. Ich schicke 2 Mann raus, sich die Beine zu vertreten und für eine Pinkelpause. Weiterhin beobachten wir den Bereich und hören wieder Kampflärm aus Ostrichtung. Scheinbar kämpft sich die Aufklärungsabteilung zu uns durch. 1 Stunde ist schon vergangen und hier rührt sich immer noch nichts. Auch mal ganz nett. Wir wechseln uns ab im Panzer und die anderen können auch mal raus. Die Infanterie sichert im weiten Bogen gegen Nahkämpfer, wobei die müssen sich schon wirklich anstrengen, um an uns heranzukommen. Ich gehe fix rüber zum Kameradenpanzer und bespreche mich dort mit dem Kommandanten. Der Oberfeld meint, dass wir, da wir hier schon so schön stehen, sicherlich auch die Nachhut bilden werden. Ich winke ab und meine, dafür nutzen wir die Panzer IV. Aber so richtig glaube ich nicht dran. Per Funk wird gemeldet, dass die Aufklärungsabteilung aufgenommen ist und sich die ganze Angriffsgruppe kämpfend zurückzieht. Wir machen uns fertig und warten weiter. Flieger am Himmel, aber die wollen nichts von uns. Ich kann schon unsere Spitzenfahrzeuge erkennen und es dauert nicht mehr lange und die sind bei uns. Chefpanzer hält und wir bekommen die Anweisung, noch 1 Stunde als Nachhut hier zu bleiben und erst dann sollen wir uns vom Feind lösen. Mist verdammter, das schmeckt mir nicht. Aber gut, wir bleiben hier und die Angriffsgruppe und die Aufklärer rollen an uns vorbei. Ich hätte lieber einen Panzer IV Lang hier mit dabei, dann könnten wir auch die 34er auf Distanz bekämpfen. Nach unendlich lang, 60 Minuten, macht sich die Infanterie klar zum Abrücken. Wir warten noch ab, bis der Schützenpanzerwagen knappe 10 Minuten weg ist und wir fahren an. Turm nach hinten gedreht und sichernd geht es in den Spuren der anderen zurück. Nach 15 Minuten der erste Halt, Panzer gedreht und wieder wird 10 Minuten gesichert. Schon sehen wir Russenfahrzeuge auftauchen. BA-10 und BTs kommen auf uns zu. Wir öffnen das Feuer und schon haben sie sich eine blutige Nase geholt und drehen ab. Wir fahren wieder an und weiter geht es. Wieder und wieder stoppen wir, sichern und dann geht's weiter. Wir melden den Standort und sollen dann weiter Richtung Nordwesten verlegen. Aber so, dass der Gegner uns im Auge behält. Wir führen dann den Russen vor die Rohre der 8-8er, damit die mal richtig aufräumen. Wir kommen in den Feuerbereich der Geschütze und man kann die kaum im Gelände ausmachen. Wir stoppen nochmal und schicken ein paar Grüße zum Iwan und fahren dann in eine kleine Senke hinein, drehen und schieben uns vorsichtig zurück. Einige T-34 wittern ihre Chance und preschen uns hinterher. Ich habe gerade meinen Panzer in Position und schaue vorsichtig aus dem Lug, da öffnet die 8-8 das Feuer. Kurz nacheinander peitschen die Granaten aus den Rohren und man meint, Abschuss und Einschlag sind eins. Knapp 1300 Meter entfernt zerplatzen 2 T-34 in einem großen Feuerball. Die anderen haben das gar nicht realisiert und fahren weiter. Die 8-8 feuert und wieder ist ein T-34 im Eimer. Nun riechen die Brüder den Braten und drehen ab. Aber auf der freien Fläche keine gute Idee. Wieder knallt es und noch ein Russenpanzer steht ohne Turm da. Scheibenschießen für die Kanoniere. Schmidt ist aus der Luke gestiegen und schaut sich mit mir zusammen das Schauspiel an. Noch 6 Schuss gehen raus und wir haben 8 brennende T-34 Wracks auf dem Feld stehen. Hier versucht der Russe nichts mehr. Ich gehe rüber zu den Geschützen und bedanke mich für die Hilfe. Mit Stolz zeigt mir die Besatzung die Abschussringe am Rohr. Und heute kommen noch 5 dazu. Der Geschützführer trägt das Deutsche Kreuz in Gold. Der weiß wohl, was er macht. Wir müssen weiter und überlassen den Geschützen und den Infanteristen den Rest. Gegen frühen Abend sind wir zurück und können unsere Panzer wieder auf Vordermann bringen. Schmidt ist glücklich, dass er mit durfte und würde gern weiter mit dem Panzer fahren. Ich meine nur, dass es an mir nicht liegen soll. Das muss der Zugführer entscheiden.